Grüß euch bei einem neuen Abenteuer von Sailing Squib. Wir sind auf der Rhone unterwegs, mitten durch die Camargue. Doch die Flamingos und weißen Pferde verstecken sich hinter hohen Uferwellen, errichtet, um den mächtigsten Strom Frankreichs zu zähmen. Doch die Natur lässt sich nicht endgültig zähmen. Bäume haben die Uferwelle erobert, treiben ihre Wurzeln tief in den Blockwurf, stabilisierend und zerstörend zugleich. Alle 100 Meter sitzen Grau, Silberreiher oder Kormorane auf ins Wasser ragendes Totholz. Nur nach Eisvögeln, den fliegenden Edelsteinern, haben wir bis jetzt vergeblich Ausschau gehalten. Wir, das sind Sabina, meine Wenigkeit Peter und unser 40 Jahre altes Segelboot, ein Cadillac 9M, namens Squib. Hier haben wir gerade unsere zweite Stromtafel, 322,5 Kilometer sind es noch bis Lyon. Die letzten 2 Tage hat ja Marie geweht, es war relativ starker Südwind. Und als wir uns die Rhone da angeschaut haben, waren relativ ruppige Wellen. Ist klar, wenn Strömung gegen Wind auftritt. Und jetzt haben wir ganz leichten Nordwind und die Rhone ist relativ glatt. Also die Wellen sind nicht höher wie 10 cm. Bis jetzt? Sehr schön. Ganz anders als bisher. Da 304,5 Ja. Tafel. Wie schnell fahren wir jetzt durchs Wasser? Oh, nur mehr 2,9. 3. Na, durchs Wasser, Also durchs Wasser fahren wir 4,4 ja. oder 4,3 und über Grund Opala nur 3. Wie war es bis jetzt? Jetzt sind wir schon 3 Stunden unterwegs. Ja, unterschiedlich, mal schneller, mal langsamer, je nachdem wie breit der Fluss ist und wie stark er dadurch strömt. Und meistens so zwischen 3 und 4 Knoten. Aber halt sehr angenehm, weil keine Wellen sind. Dadurch schaukelt es überhaupt nicht oder bremst es uns auch nicht. Es ist halt einzig nur ein bisschen Und Gegenwind. da ist ein Holzfahrer. So, ja, geradeaus jetzt. Okay. Schon wieder hinter rausgekommen. Ja.
seicht aus, gell? Ja. Wir haben die ersten 30 Kilometer auf der Rhone stromaufwärts absolviert und kurz als Zusammenfassung, die meiste Zeit haben wir ca. 1 bis 1,5 Knoten Gegenströmung. Nur jetzt haben wir eine Stelle passiert, die ungefähr 2 Kilometer lang war. Da ist die Fahrt über Grund auf unter 2 Knoten gefallen. Also wir hatten da ein Stück, da war nur 1,5, 1,6, obwohl wir durchs Wasser 5 Knoten gemacht haben. Unsere zweite Begegnung mit einem Passagierschiff heute. Beim ersten waren wir zu langsam zum Filmen. Wir haben jetzt unsere Fahrtaktik ein bisschen abgeändert. Wir halten uns nicht immer an der Fahrrinne. Ich habe ja hier den Tiefenmesser, der ist im Backbordrumpf eingebaut. Und ich schaue, dass ich so zwischen 3,5 und 5 Meter Tiefe in diesem Streifen zum Ufer bleibe. Denn hier ist die Strömung immer um 1 bis 1,5 Knoten weniger wie direkt in der Fahrrinne. Bis jetzt ist uns ja auf der Rhone nur ein Frachtschiff, eine kleine Motorjacht und ein Fischerboot begegnet. Können wir das riskieren? Ja, ich sehe jetzt gerade 4,4 Meter Tiefe und wir fahren 3,8 über Grund. Schnell fahren wir. 3,7 Knoten, 3,8. Und durchs Wasser 4,9. Und es ist 3,6 Meter tief. Und wir haben gerade Stromkilometer 287 passiert. Unser erstes Segelboot, dem wir begegnen. Die Crew dürfte sich den Mast nach Port St. Louis geschicken lassen haben. Oder sie haben nur eine Flusskreuzfahrt ohne Mast gemacht. Je weiter wir uns Arles nähern, desto stärker wird die Strömung. Bei den Brückendurchfahrten haben wir Mühe, überhaupt vorwärts zu kommen. Die Geschwindigkeit fällt manchmal auf nur einen Knoten. Leider schauen wir vergeblich nach einem Platz zum Anlegen. Alles ist von Kreuzfahrtschiffen und Dauerliegern belegt und so beschließen wir weiterzufahren. Wir sind jetzt schon an Arles vorbei und passieren gerade die kleine Rhone. Naja, sehr schnell sind wir ja gerade nicht.
5 Knoten durchs Wasser, aber nur 2 über Grund. Bei Stromkilometer 269 ist es dann soweit. Wir zweigen in den Seitenkanal zu unserer ersten Rhonschleuse, Hub 11,30 Meter in Vallebreg ab. Praktischerweise gibt es bei jeder Rhonschleuse im Ober- und im Unterwasser Wartepontons für Sportboote. Wir hatten bei der Schleusung Glück. Wir mussten nur ca. 10 Minuten warten, bis dieses Passagierschiff aufgetaucht ist und mit dem wir gemeinsam geschleust werden können. Die Schleusen auf der Rhon sind sehr komfortabel. Es gibt hier Schwimmboller. Man braucht die Leine nur vom Bug zum Heck einhängen und der Boller fährt mit einem in die Höhe. Wir werden sicher fotografiert. Seil runter. Das wäre der erste Sportboothafen nach Port St. Louis, den man erreichen kann, in Vallebreg. Doch wir ziehen es vor, noch ein paar Kilometer zur Torrance-Mündung weiterzufahren. Bei Stromkilometer 254,5 gibt es bei der Ortschaft Aramon die nächste Möglichkeit zum Festmachen. 7 Kilometer weiter stromauf biegen wir in die Torrance-Mündung ab. Wir haben an unserem ersten Tag auf der Rhon 76 Kilometer zurückgelegt, fast ein Viertel der Strecke bis Lyon. Allerdings wird jetzt der Abstand zwischen den einzelnen Schleusen geringer werden.
Es ist für uns ungewohnt, im trüben, nur 2 bis 2,5 Meter tiefen Wasser einen Ankerplatz zu suchen. Da kommt aber noch so ein kleiner Nebenarm raus, da geht eine Brücke drüber, siehst du das? Wir haben uns jetzt einen Ankerplatz einfach neben dem Schilf ausgesucht. Gelsen gibt es sowieso überall. Wir haben ca. 15 Meter Ankerkette gegeben auf 2 Meter Tiefe. Was hat unsere Haubenköchin heute bereits während der Fahrt auf den Teller gezaubert? Lammkeulensteaks mit mediterranem Gemüse und Giuvizi-Nudeln. Lecker Schmecker! Unser Ankerplatz ist so weit von der Rhone entfernt, dass wir in der Nacht nicht von den Kreuzfahrtschiffen durchgeschaukelt werden. Von der Thurauß-Mündung bis Avignon sind es nur noch 8 Kilometer. Die werden wir in der nächsten Folge noch zurücklegen, bevor wir die Stadt besichtigen.